Spinlord taucht mit dem Hai in tischnahen Gewässern auf. Ob die Langnoppe wirklich so bissig ist, wie ihr Name andeutet, erfahrt ihr in unserem Geblockt-Test. Die Langnoppe aus dem Hause Spinlord wird in China gefertigt und kommt mit einem regulären Preis von knapp 21 € durchaus preiswert daher. Die ungeriffelten Noppenköpfe des Raubfisches sind glänzend und leicht klebrig. Die Noppen selbst sind medium hart und dabei sehr elastisch. Im DOTS-Test zeigt der Hai einen mittelharten Ballanschlag, ein durchaus gehobenes Grundtempo und eine relativ niedrige Spin-Empfindlichkeit. Nach den ersten Schlägen bestätigt das Gummi die zu erwartenden Spieleigenschaften. Neben der relativ linearen Geschwindigkeitsentwicklung bietet der Belag einen flachen Ballabsprung. Bei aktiven Schlägen werden die Bälle schnell und dabei auch erstmal etwas zu lang. Erwähnenswert ist in diesem Zuge, dass der Hai keinen sogenannten Flummi-Effekt hat. Generell zeigt sich, dass das Teil sich in Tischnähe wohlfühlt und aktiv gespielt werden will. Der Paradeschlag des Hai ist unserer Meinung nach ganz klar der früh gespielte, aktive Druckschupf, der neben einem hohen Störeffekt auch eine große Portion Tempo und Durchschlagskraft liefert und damit viele Gegner vor Probleme stellen dürfte. Natürlich braucht es dafür aber zunächst etwas Eingewöhnung und Training, um sich die Bissigkeit des Hai zu Nutzen zu machen. Auf der anderen Seite kann man im Nachgang aber auch sehr kurze, winkelige Ablagen spielen. Hier dämpft der Hai also bei passiver Schlägerhaltung recht solide ein. Auch wenn es sich um eine recht trainingsintensive Langnoppe handeln dürfte, liegen die Kontrollwerte dafür in einem durchaus gehobenen Bereich. Dennoch richtet sich der Hai unserer Meinung nach wohl eher an leistungsstärkere Akteure. Der Hackblock, der mit ein wenig Übung sehr flach und durchaus temporeich spielbar ist, gehört in Sachen Unterschnittentwicklung sicherlich in die obere Klasse. Der Hai scheint unseren Eindrücken nach übrigens eher kurze Bewegungen zu mögen. In der langen Abwehr performt der Hai durchaus solide und relativ sicher bei einer soliden Schnittentwicklung. Dennoch ist diese Disziplin in Anbetracht der Möglichkeiten mit dem Hai am Tisch eher untergeordnet einzustufen. Im tischnahen Blockspiel sind mit dem Hai sehr winkelige Ablagen möglich. In Kombination mit den Treib- bzw. Konterschlägen lässt sich so ein durchaus variables und überraschendes Spiel aufziehen.
Der Spinlord Hai bietet unterm Strich also wirklich herausragende Eigenschaften im tischnahen, aktiven Block- und Konterspiel. Ist dabei aber auch durchaus anspruchsvoll zu spielen und eben trainingsintensiv. Wenn man es aber geschafft hat, den Hai zu bändigen, dann wird man seinen Gegnern sicherlich viele bissige Bälle um die Ohren hauen können.